Greetings and Salutations, Freunde, und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lotta und wie ihr schon seht, geht es wieder mal um einen Funko, diesmal um meinen Ivar the Boneless Custom. Ivar ist ein Charakter aus der History Channel Serie Vikings, die ich abgrundtief liebe. Und ja, dieses Design, was ich mir ausgesucht habe, ist, wie ihr auf dem Screenshot sehen könnt, aus dem Trailer für Staffel 5 oder einem der Trailer. Und ich fand dieses Kostümdesign so unglaublich cool. Allgemein, die Serie hat ein Kostümdesign, das ist... es ist so gut. Und jedenfalls war für mich klar, wenn ich eine Ivar-Funko mache, dann von diesem Kostüm. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Zuerst habe ich mir auf Amazon einen Funko bestellt und das war der Jacob Black Funko von Twilight, der Werwolf. Das hatte einzig und allein den Grund, dass das der einzige Funko ist, von dem ich weiß, der einen nackten Oberkörper hat. Und Ivar hat eben in dieser Szene einen nackten, bemalten Oberkörper. Außerdem braucht ihr natürlich diverse Pinsel, den Funko, Heißkleber oder einen anderen starken Kleber. Ihr werdet noch sehen, warum. Übrigens, Uhu ist nicht zu empfehlen, nehmt wirklich einen sehr starken Kleber. Lufttrocknende Modelliermasse und dann noch Acrylfarben. Als erstes habe ich die Haare modelliert. Auf dem Instagram-Account von dem Schauspieler, der Ivar spielt, hat er dieses Bild hochgeladen, wo man sieht, dass er eine neue Frisur hat. Und das ist oben ein breiter French Braid, darunter 2 Dutch Braids und dann noch Twists. Darum habe ich erstmal einen großen English Braid geflochten aus Modelliermasse und einfach Details hinzugefügt mit so Metallstückchen. Und dann habe ich den oben auf dem Funko angedrückt und mit Wasser befeuchtet und dann habe ich die Ränder einfach mit diesem kleinen Metallstäbchen in alle kleinen Ritzen des Original Funko-Kopfs reingequetscht eigentlich. Dann habe ich so eine Art, wie Fischrippe, wie eine Gräte quasi erstellt, 2-mal und mit der gleichen Methode einfach rangequetscht an den ersten Zopf und das sind quasi die Dutch Braids und dann noch so kleine, wie Röllchen, einfach 2 kleine runde Bänder und die haben quasi dann die Twists dargestellt. Und wenn das getrocknet ist, nach mindestens 24 Stunden, einfach braun anmalen und Highlights setzen. Die Technik kennt ihr, glaube ich, mittlerweile schon von mir. Und ihr seht, hier hat der Funko schon seine Gesichtsbemalung, weil ich alles irgendwie kreuz und quer gemacht habe bei diesem Funko. Es geht übrigens um diese Gesichtsbemalung, die sieht man auf diesem Screenshot besonders gut. Übrigens, die Screenshots habe alle ich gemacht, also ich habe keine Rechte an den Bildern. Auf diesem Bild auf Alex Instagram kann man tatsächlich sehen, dass es keine Farbe zu sein scheint, sondern eher sowas wie Lehm. Also es ist sehr bröckelig. Aber auf jeden Fall weiß mit roten Markierungen, roten Ohren, rotem Arm, rotem Oberkörper. Ich habe erstmal mit dem Oberkörper angefangen und erst einen dunklen Ton und dann einen minimal helleren Ton untereinander gesetzt und das dann bis kurz über der Hose nach unten hingeblendet. Es ist quasi ein Streifen überblieb und ich habe beide Arme aus irgendeinem Grund rot angemalt. Das hätte ich nicht gemusst. Als die rote Farbe trocken war, habe ich dann dünne weiße Linien auf den Oberkörper gemalt. Ich habe mich einfach an den Bildern orientiert. Ich habe euch auch die Videos unten in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr da euch die Szene ansehen. Und dann habe ich den Hals angemalt und die Schultern in weiß und quasi über den weißen Strichen die gleichen Striche in rot. So, dass man wie so einen Negativeffekt hat. Ich glaube, das ist nicht die richtige Bezeichnung, aber ihr seht ja hier, was ich damit meine. An die linke Hand des Funkos malt ihr dann als nächstes mit dunkelbrauner Farbe eine Art Handschuh ohne Finger oder eine Art Armstulpe. Ich weiß nicht genau, was es ist. Vielleicht ist es auch eine Art Verband, aber ich glaube, es ist eher eine Stulpe. Und das habe ich in dieser Szene von dem Trailer gesehen. Und ich wollte halt so akkurat wie möglich sein, deswegen habe ich es hinzugefügt. Die Hose habe ich einfach in einem dunklen Braunton angemalt, bis man das sehr helle Blau nicht mehr durchgesehen hat. Nicht hell, aber grell, meinte ich. Und die Schuhe in einem sehr ähnlichen Farbton. Und dann kam ich eigentlich schon zum Gesicht. Die Augen habe ich abgeklebt erstmal, damit ich die erste Schicht auftragen konnte. Falls man irgendwie die Haut noch so ein bisschen durchsieht oder die Augenbrauen, ist es nicht schlimm, weil dadurch haben wir diesen Effekt wie von Lehm. Und als nächstes folgen schon, wenn die weiße Farbe trocken ist, die roten Bemalungen auf dem Gesicht. Das sieht so ein bisschen aus wie eine getrennte Rute. Entschuldigung, ich habe Wortfindungsstörung gerade, das gibt's nicht. Eine Raute oder ein Hashtag-Zeichen gemischt mit dem Eyeliner von Floki, finde ich, unter dem Auge.
Und am Kinn ist so ein kleiner wie ein Schnittstreifen. Eigentlich gehen diese Streifen alle bis runter an den Hals, aber das ist auf dem Funko-Kopf nicht so möglich, weil die Proportionen einfach ganz anders sind. Ach ja, und die Ohren kommen auch rot. Aus irgendeinem Grund. Dann habe ich den Gürtel modelliert, einfach einen Streifen Modelliermasse drum gemacht und mit der gleichen Technik wie vorher schon alles andere, ja, auf den Körper drauf gedrückt und dann auch einen Streifen gezogen, weil der so zweigeteilt ist. Und mit einer ähnlichen Technik habe ich ein Band an den Hals gemacht. Das ist quasi der Halsschmuck von Aiwa. Wenn das alles trocken ist, wieder das gleiche Spiel. Anmalen in einem Braunton, der eben ausschaut wie Leder. Das ist ein einzelner Braunton beim Halsschmuck und 2 Brauntöne am Gürtel. Der untere kommt so ein bisschen heller und irgendwie fast graustichig und darüber dann der gleiche Braunton wie oben bei dem Halsschmuck. Dann als nächstes habe ich die ganzen kleinen Schädel geformt, die die Krone bilden und die auch am Halsschmuck dran sind. Dazu habe ich viele kleine Dreiecke geformt und dann einfach mit dem Metallstäbchen, was ich schon davor die ganze Zeit benutzt habe, kleine wie Löcher an der Seite reingedrückt, halt die Augenhöhlen und so viele gemacht, wie ich brauchte. Für die Krone habe ich die alle aufgereiht und geguckt, wie ich sie haben wollte. Und diese ganzen kleinen Pseudo-Schädel klebte ich dann einfach mit dem Heißkleber oder dem anderen, halt dem Kleber an. Keine Ahnung, welchen Kleber ihr benutzt. Übrigens sehen die Knochen da noch sehr blass aus. Und im Hintergrund ist ein Michi Shore Instagram-Livestream. Ignoriert das bitte. Also die Schädel habe ich danach nochmal mit ganz normaler ockerfarbener Tusche übermalt, damit sie etwas gelblicher wirken. Und genau, und am Gürtel und am Halsschmuck habe ich die kleineren Schädel auch auf die gleiche Weise angeklebt. Kein großer Deal. Und dann habe ich den Umhang gemacht. Das scheint so eine Art Bärenfell zu sein. Auf jeden Fall ein sehr dunkles und sehr dickes, fast lockiges Fell. Auch wie das gleiche Spiel. Form zurechtschneiden und dran basteln, bis es irgendwie passt. Und dann habe ich mit dem Metallstäbchen, aber ihr könnt jedes andere Werkzeug nehmen, was irgendwie passt, das Muster reingeritzt in ganz viele kleine Striche und Punkte, bis ich ein Muster hatte, was für mich nach Fell aussah. Keine Ahnung. Es ist eine ähnliche Taktik wie die ich für den Fellkragen bei meinem Sansa Funko verwendet habe, allerdings etwas gröber, nicht wie mit einer Nadel, wo ich ein sehr feines Fell wollte, sondern ein sehr grobes. Als es dann trocken war, habe ich das mit dunkelbrauner und schwarzer Farbe angemalt. Man erkennt kaum auf der Kamera, dass es dunkelbraun ist, weil eigentlich ist es ein sehr dunkles Braun. Hier sieht man so ein ganz kleines bisschen. Es ist ein sehr, sehr schwarzstichiges Braun. Und auf jeden Fall, hier seht ihr das übrigens nochmal mit den Schädeln. Und auf jeden Fall, damit war ich dann fertig. Das war mein kompletter Prozess, in dem ich den Aiwa Funko gemacht habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt mir einen Kommentar, wenn ihr dazu Lust habt. Das würde mich sehr freuen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Habt einen wunderschönen Tag und ciao.